Wir sind ja keine Umweltaktivisten. Na, der will uns jetzt irgendwie vertreiben. Irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Wie war deine Nacht? Ein bisschen zu blauäugig da rangegangen sind. Einige Kommentare, die irgendwie auch schon so unter die Gürtellinie gingen. Ja, wir gehen dann immer so in Waschsalons. Und natürlich ist dann das Risiko umso größer, auch zu scheitern. Da sind fette Stahlträger drunter, deswegen bin ich sehr sicher, dass wir rüberkommen können. Bleibt halt irgendwie friedlich, ne? Wir machen die ganze Natur kaputt. Mega beeindruckend. Uns passiert eigentlich immer was. Damit wisst ihr, was jetzt so ungefähr die nächsten Wochen auf euch zukommt. Herzlich willkommen in einem neuen Video von uns. Ich glaube, wir haben das Paradies dieses Mal gefunden. Ein mega Strand. Ich glaube, wir werden richtig viel baden gehen und vor allem die Zeit mal hier so richtig genießen, um uns zu entspannen. Das Wetter spielt mit. Wir werden sehr viel Sonnencreme benutzen. Wir zeigen euch einmal auf der Karte, wo wir sind und was wir ja eigentlich die nächsten Tage jetzt noch so vorhaben. Von unserem letzten Stellplatz auf der Mani haben wir das größte Tropfsteinhöhlensystem Griechenlands besucht. Das ist 15 Kilometer lang und wir konnten 3 Kilometer in einem Holzkahn mit einem Bootsführer besichtigen. Von hier ging es dann für uns weiter an der Küste entlang. Wir stehen jetzt aktuell 20 Kilometer ungefähr von Kalamata und die nächsten Tage werden wir dann zurück nach Kalamata fahren, um da einiges zu erledigen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwie wollte eigentlich nur mit euch teilen, dass das mega schön ist hier. Und es ist total schwer, das auszudrücken, wie schön das wirklich ist. Auf der Kamera oder vom Fernseher mag das vielleicht so aussehen wie, naja, viele andere Bilder, die man dann schon in Reiseberichten gesehen hat und so. Aber wenn man dann wirklich hier ist, fühlt sich irgendwie an wie in der Karibik. Nur, dass das hier Eukalyptusbäume sind und keine Palmen. Also dieser Platz, den wir hier gefunden haben, der ist auch nicht bei Park4Night drin. Wir sind einfach auf Verdacht hier mal hingefahren, haben bei Google Maps geguckt und das sah halt ganz gut aus, dass man hier hinkommt mit dem Fahrzeug. Ja, manchmal läuft es dann auch so, ne? Das ist der schönste Platz, an dem wir jemals gewesen sind. Also da steht ganz auf Platz Nummer 1. So wie im Paradies. Ich fühle mich auch überhaupt nicht wie in Griechenland. Irgendwie gefühlt gerade so, kommt so ein Gefühl Mittelamerika auf. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach wunderschön, wie im Paradies ist es hier. Wir wurden ja von dem einen hier, also ein paar Stunden vorher, von kleinen Mini-Fliegen verscheucht und ich habe schon so gesagt, oh nein. Und jetzt sind wir hier an diesem Strand gelandet. Das sollte irgendwie so sein. Mega schön hier einfach. Ich hoffe, dass das Wetter so bleibt und wir das noch richtig lange genießen können. Ich komme hier gerade richtig runter. Also wir sind ja keine Umweltaktivisten und wir haben mit Sicherheit auch nicht die beste Klimabilanz. Aber ich finde, man muss jetzt nicht perfekt sein in Sachen Umweltschutz, um dann irgendwie auch ein bisschen was dazu beizutragen. Von daher, Müll sammeln, finde ich, ist immer eine gute Idee, wenn man irgendwie an Stellplätze fährt.
Und ja, macht man ja auch ein bisschen für sich, ne? Dann, dass das irgendwie schön ist rundherum. Dieser Mann in dem Auto, der hatte sich irgendwie vor einer halben Stunde ungefähr direkt neben uns gestellt mit lauter Musik und aufbrüllendem Motor. Da haben wir uns erst gedacht, na, der will uns jetzt irgendwie vertreiben oder so. Und dann hat er sich nach einer Zeit, so nach einer Weile irgendwie dann doch irgendwie weggestellt. Ja, so richtig deuten kann ich das irgendwie noch nicht so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch kulturbedingt ist. Also gar nicht mal so absichtlich gemacht jetzt, sondern die kommen hierher, es ist auch Wochenende jetzt und die wollen natürlich auch an den Strand, die Griechen. Und ja, hat einfach Spaß daran gehabt, laut Musik zu hören. Und vielleicht verarbeitet er auch gerade was, weil die Musik hört sich irgendwie auch traurig an. Naja, aber ein unangenehmes Gefühl in dem Moment war das schon. Man fragt sich natürlich schon immer, ist man dann nicht so willkommen oder naja, gut, also wir versuchen uns ja schon möglichst unauffällig zu verhalten und halt auch immer was zurückzugeben und nach Möglichkeit auch Kontakt aufzunehmen, freundlich zu sein, zu winken und naja, wie zum Beispiel halt auch hier, zumindest die Plätze, wo wir sind, dann auch sauber zu halten. Ja, diese 3 jungen Männer, die ihr da jetzt gesehen habt gerade, die waren jetzt eben gerade hier ohne Auto. Also man muss schon echt eine Ecke hier reingehen, um hierher zu kommen. Irgendwie kommt uns das so ein bisschen komisch vor, keine Ahnung, wir haben ein merkwürdiges Gefühl. Ja, hatten halt hier vorne lange gestanden am LKW und haben sich das hier irgendwie angeguckt. Also wer geht an den Strand? Sehr lange zu Fuß, nur um dann irgendwie 2 Minuten später wieder umzudrehen und zurückzugehen. Ne? Wir haben über Instagram auch erfahren, dass hier auch schon mal eingebrochen wurde. Einige von euch haben das wiedererkannt. Da hatte uns da einer erzählt oder geschrieben, dass hier auch schon aufgebrochen wurde. Wie ihr jetzt sicherlich bemerkt, haben wir uns entschieden, doch hier zu bleiben. Und ja, also das war wieder Paranoia, ne? Also klar, wir sind jetzt noch nicht durch die Nacht, wir sind jetzt noch nicht schlafen gegangen, aber wir haben jetzt noch draußen gesessen, haben uns das nochmal gemütlich gemacht und dann kamen irgendwie nochmal im Dunkeln so 3 Mädels hierher und da dachten wir uns dann so, ja, das sind wahrscheinlich dann irgendwie die Mädels zu den jungen Männern, die wir da gesehen haben. Vielleicht gibt es hier irgendwie ein Camp in der Nähe, ein Ferienlager, weiß der Geier und wir haben uns dann die Hose jetzt gemacht, ne? Schon echt peinlich. Aber naja gut, da müssen wir uns halt jetzt auch noch dran gewöhnen irgendwie und die Situation richtig einzuschätzen. Aber ja, wir sind froh, dass wir jetzt hier bleiben. Und es ist auch echt super schön hier. Und mittlerweile sind die Nächte so richtig sommerlich lau. Also wir konnten noch eine ganze Zeit lang draußen sitzen. Jetzt kam so gerade die Feuchtigkeit dann auch runter und die Mücken kamen raus und so. Und deswegen sind wir jetzt reingegangen und ja, wir werden uns dann jetzt auch schlafen legen und dann gucken, was der nächste Tag dann bereithält für uns. Na, wie war deine Nacht? Also erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich war kein einziges Mal wach. Ich habe tief und fest geschlafen. Ja, also dass wir gestern noch ein bisschen was gemacht haben für unsere, ich nenne es mal Sicherheit, hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben. Wir haben ja die Treppe reingenommen und dann haben wir noch das Handschuhfach ausgeräumt, haben das dann aufgemacht, dass wenn welche kommen, sehen vorne, dass da halt nichts drin ist. Und naja, Nikolas hat es ja gestern schon gesagt, dann kamen noch ein paar Mädels vorbei und das hat mich dann auch sehr beruhigt. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht so, was los war, weil ich fühle mich hier im LKW eigentlich super, super sicher. Damals hatten wir ein Wohnmobil und da hatte ich mich überhaupt nicht so wohl gefühlt. Aber hier, weil wir halt hier auch so hoch sind und sobald wir auch die Leiter drin haben, ich fühle mich eigentlich super wohl und ja, war wahrscheinlich auch irgendwie so Vorurteile, die Leute sahen halt irgendwie komisch aus.
muss man sich halt auch erstmal so dran gewöhnen. Und wir haben halt auch gesagt, das nächste Mal, wenn wir nochmal ein komisches Gefühl bei Menschen haben, dann gehen wir auch direkt raus und sprechen die einfach mal an, sodass dann auch dieses komische Gefühl weggeht. Und naja, wir lernen auch noch dazu. Wir haben ja mit diesem Video ein neues Format eingeführt, in dem wir unseren Trailer gezeigt haben im Vorwege, dass ihr euch schon darauf freuen könnt, was dann so in dem nächsten Video kommt. Das sind sogenannte Shorts, also Kurzvideos, die man sich auf dem Handy eigentlich anguckt. Auf dem Fernseher sieht das nicht so gut aus. Uns würde mal interessieren, ob euch das so gefällt, weil wir haben eigentlich vor, das noch weiter auszubauen, eventuell zwischen den Videos noch ein paar Updates zu bringen. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wir haben gerade eure Kommentare gelesen von dem letzten Video. Das streckt sich ja mal so über 2 Tage, Sonntag, Montag, wo dann die meisten von euch gucken. Und ja, da gab es einen Kommentar, der mich wieder daran erinnert hat, dass ich was zu dem Thema noch gerne mal sagen wollte, weil das dann immer mal wieder so vorkam, dass der ein oder andere von euch gesagt hat, ja, ich hoffe, dass ich mit meiner Kritik jetzt nicht zu scharf gewesen bin oder ich hoffe, ich bin jetzt nicht geblockt, weil ich jetzt Kritik geübt habe. Und ich glaube, da sind wir euch nochmal irgendwie eine Aufklärung schuldig. Und seit dem Video Schluss damit haben wir schon wahrgenommen, dass einige von euch vielleicht auch vorsichtiger geworden sind. Wir haben das Video damals gemacht, weil wir Kommentare gehabt haben, die durchaus nicht mehr zum guten Ton gehören, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Generell Kritik ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, es ist was Gutes. Da können wir uns neu ausrichten, wenn etwas irgendwie nicht so passt. Und wir denken, jeder sollte seine Meinung haben und die auch vertreten dürfen. Nur der Punkt ist halt, es sollte halt irgendwie konstruktiv und wertschätzend bleiben. Also wenn man anderer Meinung ist, ist das jetzt kein Ausschlusskriterium von unserem Kanal oder so, sondern das ist okay. Ne? Jeder hat so seine Meinung. Und ja, natürlich wissen wir und können uns das auch gut vorstellen, dass viele von euch wahrscheinlich das ganz anders gemacht hätten als wir mit dem LKW. Und das ist auch okay. Daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Es gab aber halt einige Kommentare, die irgendwie auch schon so unter die Gürtellinie gingen. Und da haben wir uns gesagt, dem wollen wir uns nicht aussetzen. Da fackeln wir dann auch nicht lange und dann werden die Leute gesperrt. Ich weiß nicht, was in solchen Leuten dann vorgeht, aber wir sind Menschen, die hinter diesem Kanal stecken. 2 Leute, die für euch zeigen, wie unsere Reise läuft und was auf so einer Reise dann einem begegnet. Und es ist unsere Geschichte. Und wir sind halt kein großer Konzern, wo dann in der Abteilung Social Media irgendein halbwegs motivierter Mitarbeiter dann die Kommentare beantwortet und dem das dann scheißegal ist, wenn gesagt wird, ja, euer Konzern ist scheiße. Weil es ist ja nicht sein Konzern. Es ist halt unser Kanal und es geht ja hier um uns. Und natürlich nehmen wir dann gewisse Dinge auch persönlich, wenn sie uns persönlich angreifen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Kritik, kein Problem. Ne? Also habt da jetzt keine Angst. Aber bleibt halt irgendwie friedlich. Ne? Man kann das halt auch auf eine nette, konstruktive Art und Weise sagen. Es fängt an zu gewittern. Ich glaube, wir gehen dann doch mal rein.
in Kalamata. Ein paar Tage werden wir hier ein paar Erledigungen machen. Wir sind ja seit November nicht mehr in Deutschland und Großstädte oder Städte haben wir eigentlich immer so vermieden. Aber jetzt müssen wir auch mal ein bisschen was erledigen und dafür ist so eine Stadt halt einfach am besten geeignet. Wir hatten heute Morgen ja Spaghetti irgendwie aufgewärmt von gestern und wir sind total leer. Wir müssen heute einkaufen gehen. Wir haben noch einen Tipp für euch, fahrt nicht zu Lidl, die sind einfach teuer, die Qualität, naja. Und hier in Griechenland gibt es halt eine viel bessere Alternative, das ist Sklavenitis, das ist so ungefähr wie Edeka in Deutschland, nur eben halt viel, viel günstiger. Und das Sortiment ist richtig gut und dafür günstig. Ich liebe diese Dinger. Da ist Vanille drin. Perfekt. Ich freue mich. Sehr lecker. Ich lasse mich da mal überraschen, was sie da reintun. Und da ist alles Mögliche drin. Das ist mit Zimt und Puderzucker und da drin ist Vanillecreme. Also so eine mega Kalorienbombe, aber so wurde mir das empfohlen hier in Griechenland. Diese Vanilleschnitten auf jeden Fall immer mit Zimt und Zucker. Sehr lecker. Also wenn wir einkaufen gehen, gehen wir eigentlich meistens immer noch mal hier ran, weil das ist so lecker. Das ist so eine Art Blätterteig und da drin ist dann halt zum Beispiel Spinat mit Käse oder das ist jetzt Käse mit ein bisschen Fleisch. Es ist absolut lecker und es ist halt warm gemacht und ich glaube, es kostet irgendwie nur €1 oder so und tolle Mahlzeit zwischendurch. Wir sind jetzt hier beim Baumarkt, weil wir noch ein paar Projekte haben, die wir auch noch angehen wollen. Zum Beispiel die Kabine, dass die ein bisschen schöner wird drinnen, dass wir ein paar Sachen anbringen können. Aber halt auch das, was mich schon lange genervt hat. Hier bei den Fenstern, da haben wir ja halt nun mal die Mückennetze draußen, die kleben wir von innen gegen. Das ist halt alles noch nicht optimal. Es müssten eigentlich andere Fenster rein, aber das dauert noch ewig wahrscheinlich, bis das soweit ist. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie einen Kompromiss finden. Und ich will da oben eine Konstruktion ranbauen, wo wir dann so Blenden vorschieben können, dass die Netze geschützt werden. Mal gucken, was wir da so finden. Das ist unsere ganze Ausbeute. Ja, ich würde mal sagen, da sind wir in Deutschland ganz schön verwöhnt mit den Baumärkten.
Wir haben heute gerade mal einkaufen geschafft und zum Baumarkt und es ist jetzt 15:30 Uhr und wir sind total gegrillt worden heute. Es war mal richtig, richtig heißer Tag. Und ja, wir werden jetzt nichts mehr machen. Wir werden uns jetzt nur noch ein Plätzchen suchen für die Nacht und wir sind echt richtig erledigt. Also die Wärme, die hat es uns heute richtig angetan. Ja, wir wollten eine Abkürzung fahren. Wir waren zu faul, irgendwie den längeren Weg zu fahren und haben gesehen, dass hier noch so ein Feldweg die beiden Straßen verbindet, wo wir jetzt dann hin wollen. Und naja, wie es dann so immer ist, so beginnen die Abenteuer. Diese Brücke hier ist schon relativ schmal. Ich habe sie mir angeguckt, ob die uns tragen kann. Da sind fette Stahlträger drunter, deswegen bin ich sehr sicher, dass wir rüberkommen können. Das ist eigentlich das Geniale an dem LKW. Also ich denke mal generell Allradfahrzeuge, aber mit dem LKW finde ich das noch ein bisschen mehr. Man fährt hier einfach irgendwo rauf und ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich jetzt hier wieder runterkomme. Er fährt hier einfach wieder runter. Heute ist großer Waschtag bei uns, hat sich echt eine Menge jetzt angesammelt die letzte Zeit. Ja, wir gehen dann immer so in Waschsalons, wenn wir welche finden, wo wir unsere Wäsche selber waschen können. Das ist meistens am günstigsten. Ab und zu lassen wir die dann auch in so Reinigungen mal waschen, aber diese Waschsalons, die sind schon richtig cool. Die sind halt wirklich kostengünstig, einfach die besten. Während wir hier gerade sitzen in der Waschanlage, wollte ich beinahe sagen, in der Wäscherei, haben wir wieder Kommentare gelesen. Also Jan, erstmal vielen Dank, dass du uns geschrieben hast und jetzt dabei bist. Und dein Kommentar hat mich dazu angeregt, jetzt nochmal was zu unserer gesamten Story zu sagen, weil das, was du geschrieben hast, so ähnlich haben wir halt immer wieder gehört. Die Frage, wie wir eigentlich uns auf sowas überhaupt eingelassen haben und ob wir da nicht ein bisschen zu blauäugig daran gegangen sind. Ja, natürlich in gewisser Weise stimmt das ja auch. Also wir sind an diese Sache mit einer gewissen Portion Unwissenheit rangegangen. Das ist logisch. Der Gedanke, der uns jetzt kam, war aber, ist das vielleicht aber auch der Grund, warum wir als Deutsche vielleicht häufig eben solche Abenteuer, sage ich mal, oder solche Dinge überhaupt gar nicht erst angehen. Weil wir beigebracht bekommen haben, wir müssen uns super perfekt auf alles vorbereiten, in alles richtig, richtig gut auskennen, am besten Fachmann in dem sein, bevor wir überhaupt irgendwas anfangen. Und genau das war nämlich nicht unsere Idee. Wir wollten einfach mal loslegen. Wir wollten mal nicht alles perfekt vorbereiten, so wie wir es halt auch aus unseren Jobs das kennen, sondern wir wollten einfach mal machen. Und natürlich ist dann das Risiko umso größer, auch zu scheitern, was uns natürlich in gewisser Weise auch in diese Lage gebracht hat,
Aber wir bereuen es nach wie vor nicht. Wir sind immer noch der Meinung, dass ein LKW die richtige Wahl ist. Wir haben halt nicht das Geld für einen neueren LKW, geschweige denn, dass ich eben so einen neueren LKW auch reparieren könnte. Im Grunde genommen ist es so, dass wir jetzt halt auch zeigen können, was es bedeutet, mit einem Oldtimer-LKW so eine Reise zu unternehmen. Wenn man mit so einem Gefährt fahren will, mit dem Budget, was wir haben, gibt es wenig Alternativen, wenn man mit einem LKW fahren will. Und es ist halt auch Abenteuer. Ein Abenteuer beginnt mit dem, dass man eben nicht alles weiß, was einen erwartet und sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten kann. Und letztendlich ist es eben halt auch das Abenteuer mit einem Oldtimer-LKW so eine Reise, eine Weltreise, eine Reise durch Europa oder wo auch immer hin zu machen. Also wir haben jetzt für Wäsche 35 Kilo 30 € bezahlt mit Waschen und Trocknen. Und jetzt mal nur zum Vergleich, in Nafplio haben wir das mal bei der Wäscherei abgegeben. Da haben wir für 10 Kilo 30 € bezahlt. Also selber waschen, das rechnet sich. Und jetzt duftet wieder alles super frisch. Wir sind jetzt wieder an unserem schönen Strand angekommen, wo wir das Video auch begonnen haben. Hier werden wir ein paar Tage noch die Sonne genießen und vor allem baden gehen. Dann nächste Woche geht es dann weiter mit dem Content. Einige wird es von euch freuen, andere werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So viel verraten wir schon mal. Es wird sehr interessant werden auf jeden Fall. Wir haben festgestellt, dass irgendwie das letzte Video, wir haben richtig viele Aufrufe von Externen diesmal gekriegt. Wir vermuten, dass ihr da fleißig geteilt habt. Teilt das gerne mit euren Leuten, die ähnliche Interessen haben. Ob jetzt WhatsApp oder YouTube oder bei Instagram. Facebook und Instagram. Teilt Genau. es einfach. Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der uns noch nicht gefunden hat und der auch unseren Content richtig cool finden würde. Ja. Und natürlich abonniert unseren Kanal, das hilft uns auch super, super sehr. So ein Abo, das ist halt nicht wie Zeitschriften-Abo oder sowas. Genau, also es ist so ein bisschen misleading, würde ich sagen, missverständlich. Ihr bezahlt da nichts. Das ist wie ein Favorit im Prinzip in eurem Internetbrowser, den man sich setzt, für die Seiten oder für die Dinge, die einen eben halt sehr interessieren. Mehr ist es eigentlich nicht. Genau, also euer Abo würde uns richtig weiterhelfen. Wir werden auch dann anderen vorgeschlagen, die uns noch nicht kennen. Genau. Also bitte, bitte einfach nur abonnieren. Ja, und dann, wir sind, glaube ich, im vorletzten Video in Monemvasia war das, hatten wir euch ja irgendwie mitgeteilt, ja, tankt nicht bei Shell, das ist nicht gut für die Injektoren eurer Dieselmotoren. Wir haben euch aber gar nicht gesagt, wo ihr denn tanken könnt in Griechenland. Und zwar sind das 2 Tankstellen, das ist einmal Egan oder Aegan, ich werde euch das hier oder da einmal einblenden, und Arvin. Und der Vorteil bei diesen Tankstellen ist, dass die auch zudem günstig sind. Ja, das stimmt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns wie immer einen Daumen da, schreibt uns was in die Kommentare und wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.